Mein Gefühl beim Reiten ist einfach Freiheit. Ja, es ist einfach unbeschreiblich, weil dass man einfach so ein großes, starkes Lebewesen unter sich hat, das eigentlich einen, ohne mit der Wimper zu zucken, runterwerfen könnte. Und sie tun es nicht. Sie wollen einfach, sie haben Spaß auch damit, dem Menschen zu gefallen und dem Reiter einfach alles zu geben, was die haben. Ich reite, weil mich Pferde schon immer fasziniert haben. Diese Stärke, diese Power und doch gleichzeitig diese Sanftmütigkeit und dieses Tanzen, ob jetzt mit Reiter oder ohne Reiter, diese einfach harmonischen Bewegungen und ja, diese Kraft. Das erste Mal, wo ich auf dem Pferd saß, war auf der Hitti. Das war ein graues Shetland-Pony. Das war in der Nachbarschaft von meinem Opa. Und da war ein ganz nettes Mädchen, das mich dann zum Ausreiten mitgenommen hat. Und das war das erste Mal, dass ich auf einem Pferd oder auf einem Pony geritten bin. Das war ein prägender Moment, weil, ja, ich glaube, das eine ist, wenn man so fasziniert ist und das andere ist, wenn man dann quasi wirklich den Virus aufnimmt und einfach dem Pferd verfällt und das dann auch nie wieder weggeht. Ich hatte ein prägendes Erlebnis, als ich mit meinem Pferd auf der Galoppierbahn geritten bin und wir galoppiert sind und sie gestolpert ist und sie sich so lange bemüht hat, auf den Beinen zu bleiben, bis ich runtergefallen bin und sie erst 1-2 Meter nach mir gefallen ist, weil sie sich so bemüht hat, nicht auf mich drauf zu fallen und sie danach auch gleich stehen blieb und einfach gewartet hat und ganz unsicher war, was mit mir ist. Reiten ist für mich definitiv eine Sucht, weil ich kann mir ein Leben ohne meine Pferde nicht mehr vorstellen und ich will auf keine oder wollte auch noch nie auf irgendwelche Partys oder Urlaube, waren mir überhaupt nicht wichtig. Ich wollte immer beim Pferd sein, immer im Stall. Ja, es gab in meinem Leben einige Rückschläge als Reiterin. Ich habe immer mal wieder verletzte Pferde gehabt, die sich auf der Koppel verletzt haben oder irgendwo angeschlagen haben, dass eigentlich der großen Karriere quasi erstmal ein Riegel vorgeschoben wurde, dass man einfach erstmal ein Jahr Schritt gehen musste, führen musste, jeden Tag kühlen musste, dass einfach das Reiten gar nicht mehr im Vordergrund stand, sondern eher die Therapie und das Gesundwerden. Mich hat das Reiten geprägt, geduldig zu sein, dass man nichts erzwingen kann, nichts erzwingen darf, dass je demütiger und entspannter man eine Sache angeht, desto schneller sich der Erfolg eigentlich einstellt. Und man genau das erreicht, was man davor eigentlich versucht hat, mit allen möglichen Tricks schneller zu erreichen. Ich reite, weil mir Pferde immer schon viel bedeutet haben. Es ist einfach faszinierend, die auf der Koppel tanzen zu sehen, muss ich fast schon sagen, weil sie einfach so kraftvolle Tiere sind, die sich aber so fein und geschmeidig bewegen können und einfach so eine Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als abends denen beim Fressen zuzuhören. Es ist einfach, ja, die haben mich einfach in ihren Bann gezogen. Ich würde sagen, meine Pferde sind meine Kinder, ja. Das würde ich voll und ganz unterschreiben. Meine Kinder haben Fell.